Solo un uomo ridotto alla disperazione fa quello che ha fatto lui l'altra notte. Solo un uomo vile e crudele come lui. Nadia, fermati! Nadia, fermati! Lasciami. Nadia! Lasciami, ti supplico. Lasciami. Hallo, herzlich willkommen zu Purita. Ich bin's Rita und heute nehme ich euch mit auf eine spannende kulinarische Reise nach Italien. Was ihr bei eurem nächsten Mailand-Trip auf keinen Fall verpassen solltet, das verrate ich euch heute in diesem Video. Was macht Mailand so besonders? Die lombardische Metropole ist die Design- und Modehauptstadt der Welt. Mailand ist wirklich eine pulsierende Stadt voller Vitalität. Überall, wo man hinsieht, ist Kunst, Design, aber auch faszinierende Architektur und gehört mit ihrer reichen Geschichte und Kultur zu den Top-Reisedestinationen in Italien. So, und jetzt geht's ab nach Mailand. Los geht's! Der Platz vor dem Dom, Piazza del Duomo, ist der Anziehungspunkt für Touristen aus der ganzen Welt. Wir sind hier im Herzen von Mailand und hinter mir seht ihr den Mailänder Dom. Der Dom Santa Maria Nascente ist das unverkennbare Wahrzeichen Mailands. Von der Piazza aus gelangt man in die Galleria Vittorio Emanuele, ein richtiges Highlight für alle Mailand-Besucher. 5 Jahrhunderte brauchten die Baumeister, um diese imposante gotische Kathedrale zu errichten. Eine der schönsten Attraktionen übrigens ist das Dach des Doms, auf dem man spazieren gehen kann. Über einen Aufzug oder 200 Stufen gelangt man auf die mit Marmor ausgelegten, begehbaren Domterrassen und von dort aus eröffnet sich ein atemberaubender Blick über die Dächer der Stadt. Übrigens diente dieses ehrwürdige Dach des Mailänder Doms als Leinwandkulisse in Luchino Viscontis Meisterwerk Rocco und seine Brüder, in dieser ganz berühmten Rendezvous-Szene zwischen Alain Delon und der unvergessenen Annie Girardot. Und auf der linken Seite seht ihr das Motta, einer der ersten historischen Bars in Mailand, von Angelo Motta 1928 eröffnet und gehört zum Lieblingstreffpunkt der Mailänder. Die Galleria Vittorio Emanuele ist ein wahres architektonisches Juwel. Sie ist auch das bauliche Verbindungsglied zwischen Domplatz und Piazza della Scala. Das Wohnzimmer Mailands wird sie genannt, Salotto di Milano. Und der achteckige Raum im Zentrum der Galeria ist auch ein ganz beliebter Veranstaltungsort. So, hinter mir ist Vittorio Emanuele, die Einkaufspassage. Und hinter mir, was wir sehen, ist die Mailänder Scala. Die Mailänder Scala ist das bedeutendste Opernhaus der Welt und das Bühnenziel eines jeden Opernsängers. Auch wenn die Architektur der Außenfassade eher sehr schlicht wirkt, versetzt das Innenleben des Opernhauses so manchen in Staunen. Absolut sehenswert. Guten Morgen, meine Lieben. Ich bin jetzt hier in Italien, in Milano. Wir sind jetzt hier im Vecchissimo, in einem Restaurant von Galleria Vic Milano, einem wunderschönen Hotel. Hinter mir ist die Galleria Vittorio Emanuele II. Und es ist wunderschön hier. Also überall Kunst ist zu sehen. Es sind die tollen Weine aus Chile. Ich sehe hier überall La Più Belle, Mila Calla und ganz viel Kunst. Also es ist so schön, unglaublich. Und jetzt beginnt gleich das Frühstück. Ich freue mich auch schon auf die italienischen Köstlichkeiten. Und ein ganz wundervoller italienischer Kellner steht euch zur Verfügung. Buongiorno, alles in Ordnung hier in Milano. Sirup und 2 schöne Waffel mit Erdbeeren, ja? Und dann sind Sie fertig mit Waffel und Wildbeeren. Ich bringe für Ihnen ein Benediktino. Das geht? Oh. Perfekt. Yes. Jetzt ich lasse Zeit. Danke Ihnen.
Und wir machen auch gleich eine ganz tolle Führung, weil das hat nämlich der Charles, der Manager hier, wird uns ein bisschen durch das Hotel führen. Es ist nämlich überall im ganzen Hotel findet man hier wundervolle Kunst. Einmalig, und zwar Künstler aus der ganzen Welt. Wir sind jetzt hier im Herzen von Mailand, in einer der schönsten überdachten Einkaufspassagen Italiens, in der ganz berühmten Galleria Vittorio Emanuele II. Und direkt hier im historischen Zentrum von Mailand ist die Galleria, einem der bedeutendsten Wahrzeichen Italiens. Sie wurde übrigens von Architekten Giuseppe Mignoni entworfen und 1877 erbaut. So, die Galleria wurde nach dem ersten König Italiens benannt, dem Vittorio Emanuele II. Und das prächtige fünfstöckige Bauwerk ist mit 2 Arkaden ausgestattet und einem Glasgewölbe und einer massiven zentralen Kuppel. Und die verbindet die Piazza del Duomo und die Piazza della Scala. Und wenn ihr euch diese wunderschönen Fußbodenmosaiken nämlich anschaut, das ist das Mosaik im Zentrum, stellt nämlich das Wappen des Savoyer Königshauses dar. Also diese 4 seitlichen Mosaiken, die Städte des Königreichs Italien sind sie gewidmet. Und dieses Wappen hier hinter mir stellt das Wappen von Turin dar. Und es ist eine Tradition des Glücksbringers sozusagen. Wenn ihr zurückkommen wollt nach Mailand, empfehle ich euch unbedingt eine der bekanntesten Mailänder-Traditionen. Und zwar, wenn ihr euch mit der rechten Ferse auf den Attributen des Mosaikbollen dreht, dann bringt das erstens Glück und zweitens kommt ihr auf jeden Fall zurück nach Mailand. Und es ist so eine Attraktion geworden, dass sich hier in diesem Stier ein tiefes Loch gebildet hat. Das werden wir euch gleich zeigen. Heute beherbergt die Galleria zahlreiche Modelabels und berühmte Marken und sehr viele berühmte Cafés und Restaurants. Es ist sozusagen das Wohnzimmer der Mailänder. Es sind natürlich auch sehr viele Luxusboutiquen, so wie Gucci, Prada, Louis Vuitton. Und was mich interessiert, sind diese historischen Restaurants. Und zwar das Savini, das Biffi und Gracco auch. Und die berühmte Bar Camparino. So macht das Bummeln nämlich so richtig Spaß. Man kann das nämlich auch wunderbar bei jedem Wetter machen. Noch ein Tipp, wenn ihr einen 360 Grad Panoramablick über ganz Mailand genießen wollt, dann empfehle ich euch das Dach der Galleria. Von dort aus kann man nämlich von den Terrassen den Domplatz bewundern, die Kathedrale und die Piazza della Scala mit dieser wunderschönen Skyline. So, hinter mir befindet sich das Camparino, hier direkt am Eingang der Galerie, und es ist einer der bekanntesten Kaffeebars Italiens. Und es ist komplett im Jugendstil erbaut und ist schon 100 Jahre alt. Und hier hat man schon vor 100 Jahren Campari und Rocks serviert. Das Camparino ist eine wahre Mailänder Institution. Wenn ihr einen typischen Campari Soda liebt, dann dürft ihr diesen Barbesuch auf keinen Fall verpassen. Der abendliche Aperitivo hat nämlich eine lange Tradition in Mailand. Es ist ein beliebtes Ritual nach der Arbeit. Und teilweise ersetzt es nämlich den Aperitivo, das Abendessen kann man sagen, mit dem Fingerfood. Übrigens wurde die Camparino Bar 1915 von Davide Campari eröffnet und war stets von der noblen Mailänder Gesellschaft gut frequentiert. Giuseppe Verdi, Maria Callas, Alessandro Manzoni und der Leiter der Mailänder Scala, Arturo Toscanini, gehörten zu den Stammkunden. Hinter mir auf dem Mezzanin, unmittelbar über diesen Boutiquen, befindet sich das Vicissimo, das Restaurant von Galleria Vic Milano. Und alle Stockwerke, die ihr da seht, oberhalb, gehört zu diesem einzigartigen Hotel. Und über der Arkade Richtung der Mailänder Scala ist die sensationelle Aussicht über die gesamte Galleria Vittorio Emanuele
Und es ist auch die Präsidentensuite, die ihr später dann im Video sehen werdet. So, wir sind jetzt hier in Vic Milano, in dem Luxushotel. Und das Schöne an diesem Hotel ist, dass es ganz wundervolle Dinge miteinander vereint. Und zwar Wein, Kunst und Gastfreundschaft. Und das ist überall hier zu sehen. Und heute habe ich einen ganz tollen Mitarbeiter, den Charles. Und er ist der Operations Manager und er wird so nett sein und mit uns die Führung durch das Haus machen. Weil das ist nämlich so, dass in jedem Zimmer auf uns eine Überraschung wartet. Kunst. So welcome to the new hotel of Alex and Carrie Vic. So we first arrive in this new lobby. Direkt hier in der Lobby sehen wir das Werk von dem berühmten italienischen Künstler Alex Folla, der von seiner Frau Elena Trelena, einer russischen Künstlerin, bei seiner Arbeit unterstützt wurde, die sich auf russische Mal- und Blattgoldtechnik spezialisiert hat. Die Theatralik dieses Trockenfreskos des italienischen Künstlers, das Wände und Decken vollständig bedeckt, übertrifft alle Erwartungen, die man plötzlich im Innern der kunstvollen Fasern einer traumartigen Welt verspürt. Diese 8 Figuren aus der griechischen Mythologie stützen die Welt. Das Werk von Alex Folla ist ein Hommage an die Erschaffung der Welt und die Vertreibung aus dem Paradies des Renaissance-Künstlers Giovanni di Paolo, voller Poesie und Expressivität der Gesten, Kraft und Uressenz in einem. Wenn man die Galleria Vic Milano betritt, ist das Erste, was man erblickt, einer der berühmtesten Meisterwerke Auguste Rodins, der Denker. Es ist einer von nur 20 Originalexemplaren dieser Skulptur, die in der ganzen Welt verstreut sind. Die Plastik soll Dante Alighieri darstellen, den genialen Schöpfer der göttlichen Komödie. Wir befinden uns auf den Korridoren des 2. Stockwerks. Diese Installation, die wir hier sehen, ist von Vicky Barranque, einer renommierten Künstlerin des abstrakten Expressionismus aus Montevideo, Uruguay. Vicky Barranque lebt und arbeitet in New York. Und dieses Kunstwerk aus 300 Metern handbemalter Leinwand, die Vicky Barranque eigens für das Hotel Galleria Vic Milano von New York aus kreiert hat, hat man mit ihrer Erlaubnis in mehrere Abschnitte geteilt und sie dann sehr aufwendig auf die Wände des Hotels angebracht. Es gibt 88 Zimmer auf den 5 Stockwerken der Galleria Vic Milano. Und jedes Zimmer und jede Suite ist individuell entworfen und mit Kunstinstallationen italienischer und internationaler Künstler ausgestattet. Der Name des Künstlers, der zusammen mit der Zimmernummer von Hand auf die Türen gemalt wird, erinnert den Besucher daran, dass ein Aufenthalt in der Galleria Vic Milano ein ganz besonderes und einmaliges Erlebnis ist. Die Palace-Zimmer verfügen über doppelt so hohe Decken und einen atemberaubenden Blick auf die Galleria Vittorio Emanuele II. Wir stehen vor Zimmer Nummer 207 und es ist das Zimmer der Künstlerin Nina Sorel. Nina Sorel ist aus Buenos Aires, Argentinien und sie lebt und arbeitet seit 2001 in Miami. Die barocken und surrealen Gemälde und Installationen von Nina Sorel sind eine persönliche Suche nach einer nicht patriarchalischen Version des ewig Weiblichen. Ihre Kunstwerke werden in zahlreichen Museen und Galerien in den Vereinigten Staaten, Europa und Südamerika ausgestellt. Die Wände der Palace Rooms sind in Stucco Veneziano ausgeführt, einer ganz aufwendigen italienischen Maltechnik in 20 verschiedenen Farbnuancen, die das Dekor der Suite ergänzen. Das Besondere dieser Zimmer sind auch die Designmöbel des 20. Jahrhunderts, Vintage und Antiquitäten von Joe Ponti, Franco Albini und Ico Parisi. Und zwar in jedem Gästezimmer findet man Unikate, die Carrie Vic eigens ausgewählt hat. Das erzeugt eine sehr gemütliche Atmosphäre mit einer ganz eigenen Ästhetik für Kunst, Design und Architektur, ganz im Sinne von schönen, eleganten Räumlichkeiten. Alle Palace Rooms haben diesen atemberaubenden Blick auf das Zentrum der Galleria Vittorio Emanuele mit dieser wunderschönen Glaskuppel.
Dieses Zimmer stellt wirklich etwas Besonderes dar. Es ist das einzige Zimmer des Hotels, das im Original so existiert und aufwendig denkmalgeschützt restauriert wurde, mit all dem Originalstück an Wänden und Decke. Wir sind im Zimmer von Elena Monzo, einer italienischen Künstlerin aus Mailand. Ihr Medium ist die Zeichnung. Diese schaurig schönen Zeichnungen der Künstlerin versprühen ungebremste Lebendigkeit, schonungslose Natur und die Lust an Körperdarstellung und skurriler Erzählung. Ein Gesamtpaket an Sinnesfreude, dauerhaft wirksam und nie überdosiert. Spannung zwischen Schönheit und Verfall, das Ringen der Oberfläche um den schönen Schein vor dem Hintergrund eines alternden, sich verbrauchenden Seins wird zu einem intensiv erlebbaren Gefühl. Gleichermaßen faszinieren Monzos Fest der Farben, ihre Materialien und ihre zeichnerische Offenlegung des Verfalls dahinter. Wir betreten jetzt das Zimmer 208, ein ganz besonderes Zimmer. Dieser Palace Room ist einer der berühmtesten Künstler Italiens gewidmet. Es ist Mario Schifano, der 1998 verstorben ist, hat einen In-Memoriam-Status hier im Vic Milano erhalten. Eine Hommage an die unbändige Vitalität eines Künstlers, der unauslöschliche Spuren hinterlassen hat. Mario Schifano, der Popstar, Rockstar, brillantes Genie und der Andy Warhol Italiens. In diesem Zimmer sind 3 einer seiner bekanntesten Werke ausgestellt und dieses Palace Room befindet sich genau im Zentrum der Galleria Vittorio Emanuele, wie man hier aus dem Balkon sehen kann. Von hier aus hat man den besten Blick auf das Ottagono der Galleria und es ist wunderschön, wie man sieht. Mario Schifano gilt als einer der bedeutendsten und renommiertesten Künstler der italienischen Postmoderne. Er wird sogar als Vater der italienischen Pop-Art gefeiert. Schifanos Schaffen umfasste Elemente der Abstraktion, der Pop-Art, des Konzeptualismus und der Arte Povera. Wir stehen jetzt vor dem Zimmer 209. Es ist das Zimmer von Vicky Barranque. Das war unser Zimmer für dieses Wochenende. Vicky Barranque ist eine Künstlerin des abstrakten Expressionismus. Sie ist aus Montevideo, Uruguay, lebt und arbeitet seit 1997 in New York City und Musik ist ihre große Inspirationsquelle. Man sieht es an den Rhythmen und den Bewegungen und der Komposition ihrer Bilder. Sie schöpft ihre Inspiration aus dem Leben, der Spontanität, des Jazz, der kosmopolitischen Energie von New York City. Als die Tür aufging, hatte ich wirklich dieses intensive Gefühl, in ein Meer von Blau einzutauchen, umgeben von den Bildern, die sich wie Musik zu traumhaften Unterwasserwelten bewegen. Was verbirgt sich hinter Raum 210? Wir stehen jetzt im Raum 210 und es ist die Kunstgalerie der Galleria Vic Milano. Es ist ein Ausstellungsraum mit Blick in die Galleria und kann auch für private Veranstaltungen, exklusive Abendessen, Firmencocktails gebucht werden und als Showroom genutzt werden. Hier sind viele Werke der Künstler versammelt und jeden Monat finden hier auch neue Ausstellungen statt. Hier finden wir Arbeiten von Elena Trelena, Alex Voller, der japanischen Pop-Art-Künstlerin Tomoko und renommierte italienische Künstler wie Nicola Di Caprio und ein sehr interessantes Bild von Tentolini.
each room that has the view inside of the Galleria at the third floor, they also have a private balcony. So this room is more a bit girly, let's say. It's been made by the artist Carla Mura, which she plays with fabrics. It's super nice artworks. We arrive at the fourth floor. Fourth floor has another particularity that the second and third floor don't have, is that it's the highest point from the Galleria that you can have. So this room has also the view just in the center, in the Ottagono, from above. And this artist, Felipe Cardenia, so he's the second most important street artist in the world after Banksy. And he has done this room, which is this Mexican touch with a really colorful artwork that we can see on these two chairs that he made personally for us. Also on the bed, the bedside table, these. Now here at the fifth floor, and Charles will show us a very special room, so we'll follow him. And here we arrive to this special part of corridor, which has been made by a Norwegian artist. His name is Sverre. Different from all the other rooms with the view inside. Absolutely, it's architectural, very interesting rooms and corridor. So now we'll go forward the corridor until the Master Suite Vic, our presidential suite, which is our nicest room. That has a unique view of Milan that none of any other places can have this view. This is very beautiful. So this one is Javier Gil. Plays all the way with the Eden Garden and Adam and Eve, and he has done a room.
wir betreten jetzt das große Wohnzimmer der Präsidentensuite. Es ist das Zimmer des Künstlers Marcello Iori. Marcello Iori ist ein italienischer Künstler aus Mailand, der in Fotografie, Malerei und als Comiczeichner arbeitet. Er schreibt Texte über Kunst und ist als Produktdesigner bekannt. Er stellte bereits auf der Biennale in Venedig aus und in zahlreichen bedeutenden Ausstellungen. So, die meisten Zimmer, wie wir schon gesehen haben, haben diese atemberaubende Aussicht auf die Galleria Vittorio Emanuele. Doch den zweifachen Logenplatz hat man wirklich hier in dieser Präsidentensuite. Dieser Blick auf die Galleria ist wirklich einzigartig und verschlägt einem fast die Sprache. Man ist hier direkt auf Augenhöhe mit diesen steinernen Statuen, knapp unter dieser Dachkonstruktion, mit dieser imposanten Kuppel aus Glas und Stahl, die in jeglicher Hinsicht so filigran wirkt. Und das Schlafzimmer wirkt so hell und lichtdurchflutet. Geradezu erfrischend ist dieser Raum. Von hier aus hat man auch zusätzlich den Blick auf die Piazza della Scala und auf die Mailänder Oper. Und dieses kleine zierliche Tischchen, was ihr da an der Wand stehen seht, das ist von Louis Quinze. Und das Kopfteil des Bettes sowie die Wände der Präsidentensuite sind von Hermes ausgestaltet. JC always, this water drop from JC. Versinkt man dann in diese plüschigen Designpolstern mit dem Blick auf die Galleria, so hat man fast das Gefühl, wie in einer Zeitreise ins 19. Jahrhundert versetzt zu sein. So gemütlich. We are here at the 6th floor, so it's on top of the hotel, the highest floor of the hotel, and this is also our private access to go until our pizzeria, la Pizzeria Dodici Gatti, which is at the end of the eye line there, and they are doing Napolitan pizza that are amazing. You will have a look later. Okay. And so from this point we can see all the exterior side of the Galleria, the cupola there, the Duomo just in the back with our Madonnina, which is the gold lady on top of the Duomo. You can see all the mountains in the back, just below the clouds, and the mountains are doing all the tour of Milan. So here we can see that this part over there is the business district, and the old part of Milan is over there. It's over there. Exactly, like Navigli area. Once upon a time, there were 12 black cats. And there's the story. Was man in Mailand auf keinen Fall verpassen sollte, ist eines der bestgehüteten Geheimnisse, die fast nur unter Mailändern bekannt ist. I Dodici Gatti, vielleicht die beste Pizzeria der Stadt, benannt nach den 12 legendären streunenden schwarzen Katzen, die auf dem Dach der Galleria leben. Hier kann man eine echte neapolitanische Holzofenpizza mit hausgemachter Mozzarella und mit den herrlichen Wickweinen genießen. So, another pizza with smoked mozzarella di bufala and anchovies and la più belle, rosé. Und mit einem einmaligen Blick über die Dächer der Stadt. Ein absolutes Must-have für alle Mailand-Liebhaber. Ich bin jetzt hier im ersten Stock des Hotels im Vicissimo.
Hier sowie im ganzen Hotel sind zahlreiche internationale Künstler ausgestellt und derzeit ist die japanische Neopop-Künstlerin Tomoko Nagao in einer temporären Ausstellung hier zu sehen. So, wir sind hier im Vicissimo im Restaurant von Galleria Vic Milano und das ist jetzt gleich das Dinner. Special from our chef, it's olive surprise. And together, my suggestion is for have nice champagne. This is extra brut Primoncourt. It's always Mr. Vic production. He produced the champagne in Naï, it's the small city in France. Seht ihr diese Perlage? Wunderbar, oder? Sehr schön. This is just amazing. Es ist sehr erfrischend, aber auch sehr weich am Ende. Es ist ein wundervoller Champagner. Tatsächlich Olive Surprise, also Olivenüberraschung. Und es ist wirklich eine Überraschung, weil wenn man diese kleine Olive hier in den Mund nimmt und sie zergeht und zerplatzt und da drin befindet sich so viel Olivenaroma. Erfrischend, köstlich. So, madame, this is a Primoncourt Rosé. All varies from the Maison Primoncourt, and the grape that they use for produce this champagne is 35% Chardonnay, 40% Pinot Noir, and 25% Pinot Meunier. Wonderful. There are the three classic grapes of the champagne. Here we are. Thank you. Grazie. Sehr, sehr schöne Farbe. Es glitzert regelrecht. Ein wundervolles Aroma. Fruchtig, ganz toll. And with this champagne comes Okay. a goose liver terrine with jelly, black truffle inside, and pistachios from Bronte. Okay. Is a very high quality of pistachio from Sicily. I have to be careful, it's so good. Yeah, I know. If we have to be careful regarding a good champagne, it's a pleasure. Rosé-Champagner, davon kriegt man nie genug. The chef has prepared for you as a pasta course a big raviolo filled with egg and fresh porcini mushroom. With this plate, my suggestion is for try the Milacaya. Wonderful. Milacaya, of course, it's always a production of Mr. Vic. It's another blend, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Carmenère, Merlot and Syrah. And is produced in Cachapoal Valley, in south of Santiago del Chile. Es sieht wundervoll aus. So, das ist jetzt das nächste Pasta-Gericht und es ist ebenfalls eine Überraschung und zwar frisch gemachte Pasta gefüllt mit Ei und frischen Steinpilzen und dazu eine Soße, die aus Salbei und einer ganz besonderen Pfeffersoße hergestellt ist. Und ich bin schon sehr gespannt. Big sacrifice. Wonderful. So.
Also die Aromen sind wundervoll. Es duftet. Unglaublich. So, wir testen das mal. Köstlich. This is a braised veal cheek, and it's really cooked at a low temperature, something like 4-5 hours. So, was für eine Überraschung. Es ist jetzt der Hauptgang und Valentino hat gerade gesagt, es ist Kalbsbäckchen auf Niedrigtemperatur gegart. Und zwar so niedrig gegart, dass sogar auch das Innere aber immer noch leicht einen Biss hat und mit auf frisch gemachten Kartoffelpüree. Es duftet hier unvorstellbar. And in this case, the best wine pairing is with the Vic wine, that is the top selection of Vic production. This is made in the Colchagua Valley, always south of Santiago del Chile. And the difference between the Miracaya, here there is no Syrah. They don't use the grape of Syrah. They only use 67% of Cabernet Sauvignon, 70% of Carmenère, 14% of Cabernet Franc and 2% of Merlot. 2%? Yes, just the 2% because it gives a smooth touch. And it's better to put it in the carafe because this full body wine needs some oxygen. Ich glaube, ich habe jetzt keine Worte mehr. Es duftet unvorstellbar gut. So, bitte, wir testen jetzt mal. So weich und unfassbar. Eine Balance, das kann man sich gar nicht vorstellen. Es ist ein ausgewogener, wundervoller Wein. Also erstens ist der Wein unbeschreiblich, aber das Essen auch. Es ist ein perfektes Match. Perfekter kann man das gar nicht hinkriegen und es ist so ausgewogen und diese Kalbsbäckchen waren so zart und so köstlich, so aromatisch, genau wie dieser Wein hier. So now, I'm very proud to present you the special dessert from our chef that we serve today. The name is a cheesecake is bird, because how you can see, it's something like a plant, new and small plant that is going to grow and is just born. That's why we call a cheesecake is born. Of course, it's a personal way of our chef. It's a crunchy biscuit, a chocolate biscuit on top, and there is
under this crust there is the cheesecake soft plus pieces of chocolate biscuit again. Thanks. So, wir haben jetzt gerade das Dessert serviert bekommen und es sieht aus wie eine kleine Pflanze, die gerade aus der Erde entsprossen ist. Ist das nicht wundervoll? Und es ist aufgebaut, grilliger Schokoladenkeks und darunter befindet sich noch eine Schicht weicher Keks. Wir werden es gleich entdecken. Voilà. The wine pairing is a nice champagne rosé that creates a nice balance with the soft and sweet cheese that we use for this dessert. Es ist hier der Koch und ich freue mich riesig, Herrn Mann kennenzulernen. Natürlich auch Valentino, ein ganz großartiger Sommelier und ein wundervoller Kellner, der uns heute diesen Abend so schön gestaltet hat und auch den Koch mitgebracht hat. Das finde ich nämlich so toll. Prost! Ich hoffe, mein Video hat euch inspiriert und euch neugierig gemacht, was Mailand, diese aufregende Stadt, so alles zu bieten hat. Wenn ja, dann freue ich mich riesig über ein Like von euch. Abonnieren natürlich nicht vergessen, auch meinen Instagram-Channel, damit ihr die nächsten Reisevideos nicht verpasst. Wenn ihr Fragen oder selbst eigene Tipps für Mailand habt, dann schreibt es doch bitte in die Kommentare. Mailand ist so faszinierend und vielseitig, eine Fortsetzung folgt ganz bestimmt. So, und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Sommer. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Eure Rita.